Der VfB Stuttgart in der Europa League und jetzt wird's richtig wichtig. Am Donnerstag wartet nämlich auswärts AS Rom auf den VfB. Und genau dafür bekommt ihr hier heute meine brandneue VfB-Prognose mit allen Infos zum Spiel einer möglichen Startelf vom VfB Stuttgart von Trainer Sebastian Hoeneß und natürlich meinen Europa League-Tipp. Ja, hallo liebe VfB Stuttgart-Fans und Fußballfreunde, willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute schauen wir gemeinsam auf das 7. Europa League-Spiel des VfB Stuttgart und das auswärts jetzt, wie gerade schon gesagt, beim AS Rom aus Italien. Wie immer, hier bekommt ihr alles, was ihr wissen müsst, die aktuellsten Infos rund um das Spiel, meine VfB Stuttgart-Aufstellung und am Ende mein Fußballtipp für Stuttgart gegen AS Rom. Wie sieht deine VfB Stuttgart-Prognose aus? Ab damit in die Kommentare. Wenn euch das VfB-Video gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert Werners Fußballecke. Und vielleicht schaffen wir heute zusammen die 100 Likes. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit du auch kein Stuttgart-Video mehr von mir verpasst. Und damit starten wir rein in meine Europa League-Prognose zum VfB Stuttgart gegen die AS Roma. Bevor wir gleich auf die mögliche Hoeneß-Startelf für das Europa League-Spiel schauen, blicken wir zuerst noch auf ein paar wirklich interessante Fakten rund um beide Teams. Also dranbleiben. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Europa League-Tabelle vor dem 7. Spieltag. Der VfB Stuttgart steht momentan mit 12 Punkten und einer sehr guten Tordifferenz auf Platz 9. Das bedeutet auch, die Playoff-Spiele wären Stand jetzt auf jeden Fall schon mal drinne. Denn alle Teams vom Platz 9 bis 24 haben über die Playoff-Runde noch die Chance, sich fürs Achtelfinale der Europa League zu qualifizieren. Die Top 8 dagegen qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Und natürlich will der VfB jetzt bei noch 2 Spielen, aber nur 1 Punkt Rückstand, auch die Top 8 der Europa League-Tabelle erreichen. Da könnte dann bei der Abrechnung fürs Erreichen des Achtelfinales die gute Tordifferenz von aktuell +7 noch sehr wichtig werden. Und natürlich wäre ein Auswärtssieg jetzt auf jeden Fall mehr als Gold wert, vor allem gegen AS Rom, die direkt hinter Stuttgart ebenfalls mit 12 Punkten auf Platz 10 stehen. Das heißt aber auch, Rom muss ebenfalls gewinnen, für beide Teams also schon ein sehr wichtiges Spiel. Mit einem Dreier jetzt würde der VfB schon meiner Meinung nach zu 80% im Achtelfinale der Europa League stehen. Aber ja, dasselbe zählt natürlich auch für AS Rom. Also jetzt den Auswärtssieg holen, VfB. Dass Stuttgart auswärts Tore schießen kann, hat man ja eindrucksvoll beim 0:4 in Bremen, wie aber auch beim 4:1 Sieg in Leverkusen gesehen. Hier seht ihr auch noch mal einmal alle bisherigen VfB-Spiele in der Europa League. Wenn Stuttgart so auftritt wie in den letzten beiden Bundesliga-Auswärtsspielen, beziehungsweise wie auch beim 4:0 Sieg in der Europa League bei den Go Ahead Eagles, ist ein Platz 8 bei noch 6 Punkten auf jeden Fall realistisch. Denn nicht vergessen, das letzte Europa League Heimspiel hat der VfB zu Hause gegen die Young Boys aus Bern. Und ja, wenn man ins Achtelfinale kommen will, dann muss man auch so einen Gegner auf jeden Fall zu Hause schlagen. Am Donnerstag heißt es aber schon mal Daumen drücken. Wird Zeit, dass Dennis Undav mal wieder ein Dreier hinlegt. Okay, 2 Tore von Dennis Undav würden ja auch schon reichen. Mal abwarten. Und wo steht eigentlich AS Rom in der Serie A? Aktuell steht die Roma nach dem 21. Spieltag mit 14 Siegen und 7 Niederlagen auf Platz 4. Hier oben seht ihr auch die letzten 6 Spiele, nicht 5 Spiele, die letzten 6 Spiele von AS Rom in der Serie A. Also ja, Rom ist aktuell schon in einer sehr guten Form. Die letzten 3 Spiele alle gewonnen und dazu kein Gegentor kassiert. In der Europa League hat Rom die letzten 3 Spiele ebenfalls gewonnen mit einem Torverhältnis von 7:1 Toren. Allerdings haben sie von 3 Heimspielen in der Europa League 2 verloren. Auch wenn AS Rom aktuell gut in Form ist, dennoch auf jeden Fall auch sind sie schlagbar.
auch zu Hause. Dazu ebenfalls sehr interessant, der VfB Stuttgart hat bis jetzt in insgesamt 28 Spielen in allen Wettbewerben 17 Spiele gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt bzw. 8-mal verloren. Dazu mit einem Torverhältnis von insgesamt von 62 zu 44 Toren. Die AS Roma hat dieselbe Menge an Spielen bis jetzt, sie konnten davon 18 Spiele gewinnen und verloren 10 Spiele bei einem Torverhältnis von 38 zu 20 Toren. Richtig, kein Unentschieden bis jetzt. Und wie man sieht, mit nur 20 Gegentoren aus 28 Spielen schon eine sehr stabile Abwehr. Allerdings, was die erzielten Tore angeht, da ist der VfB Stuttgart klar im Vorteil. Also nochmal, wenn beim VfB Stuttgart alles zusammenpasst am Donnerstag, kann man auch in Rom gewinnen. Bevor wir jetzt aber gleich zur möglichen VfB-Startelf kommen, schauen wir noch kurz auf die gefährlichsten Torjäger beider Teams in allen Wettbewerben. Bei Rom ist es rechts außen Matthias Solé, aktuell mit 7 Toren, aber auch bereits mit 6 Torvorlagen, also der gefährlichste Spieler. Gut, Stürmer Ivan Ferguson fällt aktuell mit einer Blessur aus. Ob er Donnerstag spielen könnte, konnte ich nirgendwo nachlesen. Und ja, Paulo Dybala kennt jeder Fußballfan. Dazu neu bei AS Rom Donyell Malen. Richtig, der Ex-BVB-Spieler kam jetzt in der Winterpause per Leihe von Aston Villa aus der Premier League. Und er traf gleich bei seinem ersten Spiel am Sonntag zur 1:0 Führung für AS Rom. Klar, es sind schon ein paar klangvolle Namen dabei, aber wie vorhin schon mal erwähnt, 38 Toren in 28 Spielen. Rom ist in der Defensive schon sehr stark, aber halt in der Offensive ist da noch eine Menge Luft nach oben. Ja, und beim VfB ist es mit 12 Toren natürlich Dennis Undaff. Auch in den letzten 3 Bundesligaspielen mit 2 Toren und einer Vorlage. Da zeigt er wieder, dass er aktuell in einer echt guten Form ist. Oder auch Jamie Lieveling, immerhin 3 Tore und 2 Vorlagen in den letzten 5 Ligaspielen. Gut, dann natürlich die Rückkehr von Stürmer Emedin Demirovic und sein Tor zum 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt hört man auch, dass Demirovic im Tausch quasi gegen Nicolas Nachtay wieder ins Europa League Team rücken soll. Dazu gleich mehr bei der VfB-Aufstellung. Also ja, was die offensive Stärke angeht, braucht sich Stuttgart mal überhaupt nicht zu verstecken. Das sagen ja auch die 62 Tore in 28 Spielen bis jetzt. Und die VfB-Abwehr wird das Ding schon am Donnerstag schaukeln. So, liebe VfB-Fans, jetzt wird Zeit. Wir kommen zur möglichen Stuttgart-Startelf von Sebastian Hoeneß für das Auswärtsspiel gegen AS Rom in der Europa League. Und ja, das hier könnte schon die Aufstellung für Donnerstag sein. Ich gehe mal davon aus, dass VfB-Trainer Hoeneß, was die Abwehr angeht, großartig zu den letzten 3 Bundesligaspielen nicht viel ändern wird. Gerade jetzt in so wichtigen Spielen ist eine eingespielte Abwehr extrem wichtig. Also im Tor natürlich Alexander Nübel, auf links gesetzt für mich Maximilian Mittelstädt, dazu in der Innenverteidigung Chabot und weiterhin auch Ramon Hendricks. Gerade Hendricks war mit der beste VfB-Spieler in den letzten Spielen. Und auf der Rechtsverteidigerposition würde ich auch auf Joscha Wagnumann setzen. Aktuell auch einer der besten, gerade in der VfB-Abwehr. Also diese Stuttgart-Abwehr gehört vom Potenzial her schon zu den besten der aktuellen Fußball-Bundesliga. Dazu hat natürlich Hoeneß noch die Option mit Finn Jeltsch, was die Innenverteidigung angeht. Aber das hier wäre für mich die aktuell beste Stuttgart-Abwehr. Gut, und im zentralen Mittelfeld bzw. auf der 6er-Position würde ich auch weiterhin natürlich wie in den letzten 3 Spielen auch auf Angelo Stiller und Kapitän Atakan Karasor setzen. Gerade gegen Leverkusen wie auch gegen Eintracht Frankfurt haben beide zusammen super gespielt. Also auch deswegen ganz wichtig, wenn man so eine gute zentrale Achse hat. Aktuell einer der besten VfB-Spieler, Chris Führig. Jetzt mit seiner 1:0 Führung
gegen Union. Das war schon sein zweites Tor, immerhin in den letzten 5 Bundesligaspielen, dazu mit einer Torvorlage. Also daher gehört er für mich auf jeden Fall auf links in die Startelf. Und jetzt wird's interessant. Laut Medien will der VfB Demirovic heute, also Dienstag, für Nicolas Nathai für die Europa League nachnominieren. Da Nathai ja für Demirovic nachnominiert wurde, kann Stuttgart auch nur ihn wieder nominieren. Denn da ja Thiago Tomasch noch verletzt ausfällt und Neuzugang Jeremy Arevalo noch nicht für die Europa League spielberechtigt ist, hätte man mit Undav nur einen Stürmer. Wenn das so kommt, wäre Dennis Undav für mich auf jeden Fall auf der 10er-Position bzw. als Hängesturmspitze gesetzt und Demirovic als echter Neuner dann vorne. Dazu rechts dann natürlich mit Jamie Leveling. Immerhin haben Führich, Undav, Leveling und Demirovic zusammen 27 Tore bis jetzt erzielt. Also ja, auch diese Offensive kann sich überall sehen lassen. Das könnte für mich persönlich schon die VfB-Startelf gegen AS Rom in der Europa League sein. Dazu hast du dann noch Assignon, Kema Andres oder auch Buonani für die zweite Halbzeit. Also für mich persönlich muss Stuttgart sich mit dieser Startelf auf jeden Fall nicht verstecken. Natürlich darf der VfB Stuttgart sich jetzt nicht in Rom nur hinten reinstellen. Auch dort sollte man von Anfang an mitspielen, seine eigenen Stärken den Gegner aufdrücken. Gerade die starke VfB-Offensive muss die Roma-Abwehr so oft es geht unter Druck setzen. Denn dann machen auch die Italiener Fehler in der Abwehr. Und ja, wie vorhin schon mal erwähnt, vielleicht macht ja Dennis Undav mal wieder 2 Tore. Mal schauen, und das wäre doch mega. Gut, mein Europa League-Tipp für AS Rom gegen den VfB Stuttgart ist erstmal ein 1:1 Unentschieden. Wo ich mir allerdings auch gut vorstellen kann, ist, wenn beim VfB am Donnerstag alles passen würde, dass man dort auch gewinnen kann. Aber ein Punkt jetzt in Rom und dann zu Hause ein Sieg gegen Young Boys Bern, das würde wohl reichen fürs direkte Erreichen des Achtelfinals. Ja, liebe VfB-Fans, wie sieht deine Stuttgart-Prognose aus? Ab damit in die Kommentare. Also dann, danke für euer Daumen nach oben, danke für euer Abo, für Werners Fußballecke, Daumen drücken am Donnerstag, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.